Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Nachdem wir bereits gestern das deutsche Revierderby hatten, haben wir heute ein spanisches Prestigeduell, also das El Clasico zwischen Real Madrid und Barcelona. Wir schauen uns natürlich diese SBC an und werden sie auch lösen und am Ende des Videos zeige ich euch natürlich mein Pack. Und um das geht es auch schließlich und bei dieser SBC muss ich sagen, lohnt sich das Ganze mitzunehmen. Ja, das könnte man dann am Ende sagen, wenn wir wissen, was wir gezogen haben. Das wäre die einfachste Variante, aber man kann das auch immer so für den Wert, welches man bezahlt, im Gegensatz den Wert, was man dann als Pack zurückbekommt, ganz gut messen. Und hier haben wir ja eher so ein naja geht so SBC. Also das Pack lohnt sich nicht unbedingt, aber vielleicht ist ja was drin und ich möchte einfach mal gucken, ja, ob wir vielleicht was Gutes ziehen. Ist ein Tradable Pack, das ist schon mal gut. Ansonsten, ich denke mal, das wird so ein Pack-Wert von 10.000, 15.000 Coins haben und wir geben allein schon dafür so 8.000 bis 9.000 Coins aus. Von daher, ja, muss das natürlich jeder für sich selbst entscheiden, aber das ist eine SBC, auf die man mal kurzfristig sicherlich auch verzichten kann, wenn man knapp bei Coins ist. Aber wir können ja daraus auch was Gutes ziehen und wir lassen uns einfach mal überraschen. Wir haben auf jeden Fall folgende Bedingungen. Wir brauchen einen Spieler von Real Madrid und beziehungsweise einen Spieler von Real Madrid und einen Spieler von Barcelona. Also nur einen der jeweiligen Vereine. Also tatsächlich nur einen. Okay, ich weiß nicht, das habe ich jetzt nicht klar gedeutet, aber ihr wisst schon, was ich meine. Es ist ja auch von den Bedingungen ganz klar und wenn ihr das nachkauft, dann macht ihr eh nichts falsch. Länderregionen mindestens 4, Vereine mindestens 5, seltene mindestens 1 Spieler, Teamgesamtbewertung 75 und eine Teamchemie von 90 wird benötigt. Ich habe tatsächlich einige Untrades aus dem Verein herausgenommen. Ihr könnt hier jeden beliebigen LV verwenden, ihr könnt jeden beliebigen ZDM hier verwenden, IV und eigentlich alles andere auch. Ihr geht einfach in die spanische Liga, kauft euch das, was gerade am günstigsten ist, füllt diese Slots auf. Ich mache mal hier ein kleines Beispiel. Wir haben jetzt hier zwar den Weghorst, aber der dient einfach nur, um mir die Fläche freizuhalten für den La Liga-Spieler. Und dann geht man einfach hier das günstigste. Ja, da sind wir schon. Und dann füllt ihr einfach die ganzen Slots auf. Hier den Stürmer könnten wir schon mitnehmen, 450. Und so weiter und so fort. Guckt mal, dass ihr da nicht nur Stürmer nimmt, sondern auch noch ein paar andere Positionen. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Tatsächlich hier ein ZDM habe ich da gerade gesehen. Da guckt ihr einfach mal nach, dass ihr die Position auffüllt. ZDM auf IV-Position geht auch, aber sollte, glaube ich, nicht mehr als 2 sein. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir einmal hier fix durch. Ihr kennt ja das Spielchen. Ich gehe stillschweigend durch die Mannschaft durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Okay, könnt dieses Team 1:1 nachkaufen. Ihr benötigt dafür keine extra Loyalität und auch keinen Positionswechsel. So, jetzt haben wir es geschafft. Let's go. Und den Weghorst, den braucht ihr natürlich nicht. Und dann würde ich sagen, geben wir das Ganze ab. Und hoffen, dass wir vielleicht was Gutes ziehen werden. Und da haben wir es. Und ja, schauen wir uns das Ganze an. Heute ist übrigens noch ein Icon, Pick, Basic und mittlere Icon, nicht kein Pick, sondern Pack rausgekommen. Und hier haben wir das seltene Gemischt-Spieler-Pack. 12 Spieler, 4 Gold, 4 Silber, 4 Bronze. Okay, die brauchen wir alle nicht. Abgesehen von den goldenen Spielern. Aber wir haben einen garantierten 81-Plus-Spieler drin. Und von daher, bitte, komm, gönn EA. Let's go. Sie gönnen mit einem Boardspieler. Party. Ja gut, die Party nehmen wir mit. Wir haben ja auch nichts anderes. Ist ja auch nichts anderes möglich. Vielleicht dahinter noch irgendwas Schönes. Ja, ist okay. Ich wollte schon sagen, was ist das denn hier? Ein Barcelona-Spieler. Tatsächlich ist das ein Barcelona-Spieler, aber das
Logo sieht mir irgendwie ein bisschen aus wie auf Wish bestellt. Oh, und da muss man immer mal gucken, hier bei so einem Saar, was der so an Wert haben könnte. Ja, das ist okay, nehmen wir gerne mit. Auch hier vielleicht ihn hier. Ja, ich denke mal, da kann man schon seine Coins mitmachen, wenn man jeden Spieler wirklich auf dem Transfermarkt dann auch verkauft. Bei mir wandern die erstmal in den Verein. Wer weiß, für was ich das noch benötige, ist ohnehin ja mein SBC-Account. Vielleicht haben wir noch kam heute, oh ja, Lightning Rounds ist am Start. Gönnt euch auf jeden Fall nicht diese Packs, sondern ja, erspielt euch einfach die Coins. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und wenn ich das getan habe, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr zukünftige Videos nicht verpassen möchtet, abonniert auch gerne komplett kostenfrei meinen Kanal. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.